können wir jetzt mit den Schuhen aber noch anstellen? Findet sich sonst noch ein Beweis an den Schuhen? Ein Fingerabdruck. Ein Fingerabdruck wäre sehr praktisch. Oder ein Haar. Good catch. That's a very fine strand of hair. Na, sieh mal eine an. Okay. Was stellen wir aber mit diesem Haar... Ja. Als wollte es sich uns unter die Nase reiben. Nee, Moment. Halt. Das klingt ganz falsch. Ganz falsch. Gut, wir haben also ein Haar. Und ich habe das Gefühl, nachdem wir die halbe Familie ja quasi schon in Aphis hatten, oder beziehungsweise in den Akten hatten, glaube ich fast, dass wir die große Schwester da auch finden könnten. Ah, sieht schon passender aus. Zack. Zack. Ne. Das ist schon wieder raus. Das ist auch schon wieder draußen. Ja, super. Diesmal wäre es der erste gewesen, oder was? Ja, das ist toll. Ja, da. So. Ich wollte gerade schon sagen, hä? Passt jetzt gar keiner mehr, oder was? Da. Und so. Und hier. Und hier. Sieh mal eine an. Appearances can be so deceiving, can't they? That's Jane Barrett's hair. You know what? That crime scene was staged. We need to talk to Brass. Na dann, talk to Brass, my good old friend. So, aber diesmal ist es zumindest kein Fall, der mit der Bienenkönigin in Verbindung steht, bis auf dieser kleine Exkurs, sage ich jetzt mal. Wir müssen nochmal mit Jane Barrett sprechen. Hä? Was sollte das? Okay, wir können nicht direkt mit Brass sprechen. Also irgendwas. Hä? Ich dachte, er wollte mit Brass sprechen. Haben wir was übersehen? Moment. Nick, sag mal, haben wir was übersehen? Have we processed all of our evidence as thoroughly as we can? Seems like we might have a test or two to run. Und was hat das unscharfe Bild gerade? Meine Güte. Gut, dann müssen wir halt testen. Test. Everything is a test. Ah, ich weiß jetzt wieder was. Ja. Unseren Zeugen. Hier. Nee. Nicht diesen Zeugen. Zeugen. Herr Zeuge. Ich zeug euch was. Das klang falsch. Sehr falsch. Absolut falsch. So falsch, dass es schon wehtut. Moment. Wo haben wir denn? Hä? Oh, ich habe aber gerade gesehen, wir können chemisch das untersuchen. Nee. Wie war denn das? Das? Da? Hier? Dort. It's a tiny piece of a cosmetic fingernail. Okay, und dann das mit das. They're a perfect match. Ich wette, das war nämlich das, was noch fehlte bei den Fingernägeln.
So. Da. Genau. So here's what's bugging me. Every time Jane comes to visit, Mary all of a sudden has this wildly unpredictable pattern of morphine dosing. And I just couldn't put my finger on what was gnawing at me. What could Mary possibly be thinking? And then it hit me. If you were to take Mary's erratic pattern and filter it through the computer as a Morse code pattern, did you see Mary's final message right before she died? J-A-Y-N. Morse code has been in use for over 160 years. It only ceased to be an international standard for maritime communication in 1999. And for some reason, I remember when the French Navy ceased using Morse code in '97. The final message transmitted was, "Calling all. This is our last cry before our eternal silence." Let's go talk to Brass. Jawohl. Der Zeuge hat gesprochen und die Fingernägel sind immer noch nicht... Ah, nervt mich nicht. Nervt mich einfach nicht über Fingernägel. So, wir brauchen einen Gerichtsbeschluss für Jane Barrett. What evidence do you have? Na, einfach ein Morsecode. I mean, this isn't exactly a smoking gun. Jane Barrett may have had opportunity, but as far as we can tell, she hasn't got a motive. Now, our little John and Nurse Lou, they have motive. I'll see what I can do, but now that John's more willing to cooperate, why don't we talk to him and see if he lets something slip? Okay. What do you need from me? Könnte Jane Mary getötet haben? Jane? My sister and I don't exactly get along anymore, but between the two of us, I'm the one capable of murder, not her. Jane didn't like Mary. She didn't trust her. But then after the accident, Jane tried really hard to make things right between them. War Jane gestern Abend am Chalet? No. Pauline and I were there all day. We never saw her. Do you lock the front door? No, we don't. I mean, I guess it's possible Jane could have come in without us seeing her. Anything's possible, right? Danke für Ihre Hilfe. Und nun? Mit ihr können wir auch nicht reden. So. Based on what evidence? The DNA evidence puts Jane Barrett right at the crime scene. I'll get your warrant. Haha, das hat geholfen. I don't understand. Why am I being brought in like this? Wo waren Sie gestern Nacht? I told you before I was at home in Los Angeles. Tja, und was ist damit? Miss Barrett, we found your DNA at a location which ties you to Mary's murder. That's not possible. I gave you my home security system records. I wasn't even in Las Vegas. I was home. This has to be some kind of mistake. Didn't you check with the security company? That's exactly what we did, Miss Barrett. You, and everyone we talked to, mentioned how you would always pay Mary a visit every Sunday. But when we reviewed your home security records, we noticed one Sunday when your system listed you as home all day. I have an explanation. That is, May we see your phone, Miss Barrett? I'm going to get a search warrant for your home in Los Angeles, Miss Barrett. I'm going to have LAPD turn over the place and tell me exactly what they find. May I save you the trouble, Captain? You won't find anything there. You have no case. Just because I wasn't home doesn't mean I murdered my stepsister. That's actually quite a remarkable leap of imagination. And I would guess those don't usually play very well in front of a jury. I just heard back from the LAPD. They searched Jane Barrett's Lost Hills residence from top to bottom. Found nothing. Look, maybe Jane didn't want to risk traveling around with incriminating evidence on her, so she stashed it around here somewhere. All I'm saying is, it's worth looking into. Okay. Und wieso haben wir jetzt plötzlich das Smartphone in der Hand? Was ist das denn? What's that? Some kind of oily smudge on her phone? You remember that being there the first time she pulled it out? Schauen wir doch mal, was das sein könnte. Und zack, und zack, und zack. Habe ich nicht irgendwo schon mal irgendwas mit Öl gesehen?
Das kommt mir gerade bekannt vor. It's petroleum oil with a very low ash content. Looks like the type of two-stroke oil you'd use in jet skis. Jet ski oil rings a bell for me. Haven't we seen something like this before? Oh ja, haben wir. So, dann wollen wir doch mal direkt hier wieder zu dem Hafen. Zack und zack und Jetskis. Okay, scheinbar können wir die Jetskis aber nicht untersuchen. Schade. Dann halt nicht. Dann gehen wir aber mal zu Brass. Haben wir noch das Ultraschallgerät aus dem Brandfall? Ah, yes. The ultrasound device. It's impressive. But it's also expensive. Let's just be sure we really need it before we start wasting valuable resources. Bitte sehr. I'm not gonna waste valuable resources on a gut feeling, okay? Hä? Ah, yes. The ultrasound device. Hallo? Jetzt. So kann ich überspringen. Zweitakt Motoröl auf Jane Barretts Smartphone. I'm not gonna waste valuable resources on a gut feeling, okay? Du und dein Feeling können mich mal. So. Alter, was soll das denn jetzt? Habe ich das Öl irgendwo schon mal noch gesehen? Oh, Mensch. Bin mir sicher, dass das hier irgendwo war. Ich habe doch irgendwo Öl wahrgenommen, oder? Boah, ist mir noch egal, ob ich Post habe. Kann sich Catherine auf den Kopf stellen. Ich hatte eigentlich gehofft, ich würde jetzt den Fall in einem Rutsch durchschaffen, aber es sieht wohl nicht so aus. Es ist spät, ich bin müde, die Konzentration schwindet und obwohl wir sehr, sehr, sehr weit gekommen sind jetzt am Ende, denke ich mal, dass das der Punkt ist, wo wir für heute aufhören. Wo wir uns für heute... Ja, sieh mal einer an. Da will jemand nicht, dass wir aufhören, bevor der Fall... Well, no one will ever accuse you of not being thorough. I'd say you might be overdoing it a little bit, but it never hurts to practice, right? Tja, da will wohl jemand nicht, dass wir einfach aufhören. Na, dann wollen wir doch mal vergleichen. Dies und das. It's petroleum oil with a very low ash content. Looks like the type of two-stroke oil you'd use in jet skis. Good job, partner. You proved that pool of motor oil is absolutely a pool of motor oil. Oh, Nick, du bist sympathisch, wenn auch manchmal ein Mistkerl. Ah, yes. Ja, komm, so. This evidence places Jane Barrett in proximity to that pool of motor oil. Okay. I'll get you that ultrasound device. Let's see if we can find out why she was there. Ja, sehr schön. Da ist das Feuer wieder entfacht. So viel zum frühzeitigen Aufhören. Gibt kein frühzeitiges Aufhören. Wir machen den Fall jetzt zu Ende. Konzentration is back. Du Wirkung. So this is what Jane was trying to hide. A hammer. She buried the hammer right on top of a wrench, which looks as though it's been down there for a while. Haben die hier jetzt wie bekloppt gebuddelt? Oh. Looks like some kind of softer metal got embedded in the pitting on the hammerhead. Na, das ist doch mal was.